Hallo, ich begrüße euch. Das dritte Video zum Thema IT-Security, Datenschutz und Sicherheit. Da geht es um Urheberrecht und Copyright. Wie üblich könnt ihr das, was ihr hier im Video seht und von mir in Deutsch gesprochen hört, das könnt ihr in 80 Sprachen als Untertitel lesen. Die sind auch von mir, was die deutsche Übersetzung betrifft, korrigiert. Es gibt darüber hinaus aber noch die Möglichkeit, dass man automatische Transkriptionen, die ich also nicht bearbeitet habe, in weiteren Sprachen sich anschaut. Ist auch nicht schlecht, wenn man Deutsch lernen will. Dann sieht man also unmittelbar die Übersetzung zu dem Wort, welches ich gerade spreche. Aber jetzt geht es um das Urheberrecht. Da will ich zunächst die Materialien hier zitieren, die ich verwende. Ihr könnt die im Übrigen in der Arbeitsmappe, die als Excel-Arbeitsmappe vorliegt und in der Beschreibung zum Video verlinkt ist, da könnt ihr euch diese ganzen Quellen dann abholen. Empfehlen tue ich natürlich, wie schon bei den vorangegangenen und bei den zukünftigen Videos, die Seite Easy4Me aus Österreich. Die ist optimal zugeschnitten für alle, die sich auf Computerführerscheine vorbereiten wollen. Da ist auch nicht viel mehr drin, als da gewusst werden muss bei den Prüfungen. Wenn ihr euch aber selbst mit der Erstellung von Webseiten oder ihr wollt umfassendes Material bei Facebook allgemein zugänglich machen, dann müsst ihr euch unbedingt damit tiefergehend auseinandersetzen. Fürs Erste reichen die Materialien der Bundeszentrale für politische Bildung. Da will ich jetzt mal gerade hingehen. Da haben wir hier die Startseite zum Urheberrecht. Wir sehen das ja hier oben. Da ist der Link. Und da sieht man also hier einerseits den Paragraph, andererseits das Copyright-Symbol. Darum geht's. Es ist ja sehr gut beschrieben, worum es hier geht. Handy, Fotos, Computerspiele, Präsentationen in der Schule, Videos aus dem Urlaub. Alles ist durch das Urheberrecht geschützt. Genauso hier die Schallplatten und Bücher. Die kann man also auch nicht so einfach kopieren. Also empfehle ich auf jeden Fall, schaut euch das an. Vor allen Dingen auch hier unten diese weiteren Angaben, die man dann bekommt. Wenn man hier auf dieses klickt, wo die Paragraphen, das Copyright-Zeichen ist, hier unten ist nämlich der Gegenstand des Materials beschrieben. Surfst du gerne im Internet, schneidest du Fernsehsendungen mit, hast du einen Blog, und so weiter. Das sollte man sich also anschauen. Genauso hier nebenan, da geht es um die Sache Copyright, Privatkopie, Streaming und Remix. Solange man das nur in seinem eigenen Kämmerlein nutzt und keinem weitergibt, gibt es ja üblicherweise keine Probleme, weil keiner das mitbekommt. Aber wenn du dann mit Freunden da auf solchen Streaming-Plattformen bist und da eventuell Dinge tust, um Geld zu sparen, dann hast du möglicherweise ein Problem. Also, Bundeszentrale für politische Bildung, eine sehr gute Quelle, die ich euch nahelege. Von denen ist auch dieses Bild, was ich hier habe, geistiges Eigentum, Urheberrechte, Patente, Marken im deutschen Rechtssystem, das hängt alles irgendwie zusammen. Und das ist auf dieser Abbildung sehr gut dargestellt. Da gibt es auch eine Aussage zu einer Lizenz, die sehen wir hier unten. CC BY, NCND steht da, CC BY Creative Commons, BY heißt Namensnennung, also CC BY Konrad Rennert, wenn jemand von mir was verwenden darf. Und dann steht dahinter noch NC für No Commercial Use, keine kommerzielle Verwendung. Da haben wir aber schon das Problem in meinem Fall. Ich veröffentliche hier bei YouTube. Bei YouTube kann man auch im geringen Maße Werbeeinnahmen erzielen, ist eigentlich kommerzielle Nutzung. Nicht abgedeckt. Aber andererseits, ich setze mich mit dem Werk auseinander. Und das ist nach dem deutschen Recht erlaubt. Ich darf, wenn ich mich mit anderer Veröffentlichung und anderer Werke auseinandersetze und eigene geistige Arbeit da investiere, dann darf ich das. Und das ist also auch eine Sache, man müsste den Menschen, die hier für diese Veröffentlichung verantwortlich sind, muss man sagen, sollte man also doch mal nachdenken, ob dieses NC da sein muss. ND, was dahinter steht, nur Derivats, keine Ableitungen, das ist ja verständlich. Man will nicht, dass das irgendwie verfälscht wird oder Teile noch reingemacht werden, die nicht die Verfasser reingemacht haben. Aber dieses No Commercial Use ist bei Bildungsmaterialien eine Sache,
die verhindert, dass gute Materialien eventuell überhaupt zum Einsatz kommen. So, das ist also jetzt meine Auseinandersetzung mit diesem geistigen Werk hier. Jetzt habe ich da Erfahrung mit der Bearbeitung von Werken anderer. Da gibt es sogar ein Gerichtsurteil. Das habe ich also gewonnen, dieses Verfahren. Ich wurde nämlich verklagt von der dpa Picture Allianz, weil ich hier im Hintergrund ein Bild vom Leipziger Bahnhof habe, was ich nicht selbst aufgenommen habe. Aber damals ging es um Streiks bei den Piloten oder bei Lokführern oder irgendwas in der Richtung. Und da habe ich mich hier humoristisch mit auseinandergesetzt. Und da kam dann 4 oder 6 Jahre danach, kam dann bei mir eine Forderung, etwa 200 € wollte man haben, dafür, dass ich dieses Bild verwendet habe. Habe ich also nichts unternommen, weil ich kannte ja schon, weil ich schon seit Jahren diese Thematik Copyright und Urheberrecht auch bei Computerführerscheinprüfungen mit meinen Kursteilnehmern vorbereite, kannte ich diese Problematik. Und da habe ich das einfach geschehen lassen. Am Ende gab es dann auch eine Gerichtsverhandlung, weil ich eben alles abgelehnt habe, was mir da vorgeschlagen wurde. Und da wurde im Namen des Volkes ein Urteil gesprochen. Bei meinem Bild handelt es sich um eine zulässige Werksbenutzung. Und das ist in dem Urteil hier auch genau ausgeführt auf mehreren Seiten. Und das ist also eine Sache, da kann man als jemand, der hier in Deutschland lebt, sehr stolz drauf sein. Das Recht, das ist also hier schon toll und eben auch, dass jeder das einsehen kann. Im Namen des Volkes steht da. Und weil das Recht im Namen des Volkes gesprochen wird, darf man auch diese Urteile veröffentlichen. Einzige, was nicht veröffentlicht werden kann, das sind ja Namen und Adressen von Personen, die da mitwirken. Aber das spielt ja für das Verständnis des Urteils auch keine Rolle. Aber warum der Richter so entschieden hat oder das Gericht so entschieden hat, das ist ja genau beschrieben. Und das kann man sich anschauen, wenn man das möchte. Das ist also durchaus ein interessanter Aspekt. Das Urheberrecht in Deutschland, das ist schon sehr speziell, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Da gibt es in Deutschland die Panoramafreiheit. Jeder darf hier von öffentlichen Wegen oder Plätzen Bilder machen und darf die veröffentlichen. Das Einzige, was nicht erlaubt ist, wenn da jemand abgelichtet wird auf diesem Platz, der ist in einer hilflosen Position, also Gaffer, ne, jemand hat einen Unfall gehabt, Lichter, Blut überströmt, den darf man nicht auf dem öffentlichen Platz knipsen oder auf einer Straße. Aber wenn jetzt Bild vom Brandenburger Tor gemacht wird und da läuft jemand zufällig drüber, dann ist das also nicht verboten. Da muss man da nicht lange um Erlaubnis fragen, ob der damit einverstanden ist. Es sei denn, der ist also Hauptbestandteil des Bildes, dann ist das natürlich nicht erlaubt. Es gibt also hier diverse Urteile. Man darf hier also aufnehmen, was man möchte, aber in dem Moment, wo man Hilfsmittel einsetzt, wenn ich eine Drohne einsetze, und mache da über der Straße ein Bild von Nachbars Garten, dann ist das nicht erlaubt, weil ich da die Privatsphäre sehe, die ich nicht sehen würde, wenn ich mich auf normalem Straßen- oder Platzniveau befinde. Auch wenn ich in den Räumlichkeiten von anderen Menschen bin, muss ich die fragen, wenn ich da etwas aufnehmen will und will das veröffentlichen. Das ist in Frankreich anders. Auch im angloamerikanischen Raum ist das anders. Also das deutsche Urheberrecht ist da sehr speziell. Wir haben hier die Panoramafreiheit. Die hat man nicht uneingeschränkt in Frankreich. In Paris zum Beispiel. Tagsüber darf man den Eiffelturm einfach knipsen. Da ist kein Problem. Aber nachts, wenn da eine Lichtinstallation erstrahlt und verschiedene Beleuchtungseffekte am Eiffelturm sichtbar werden, dann darf man den nicht knipsen. Das heißt, man kann das schon, wenn man das dann als Privatkopie verwendet und niemandem außerhalb des persönlichen Umfelds zugänglich macht. Aber wenn man das dann auf seiner Webseite veröffentlicht, dann muss man damit rechnen, dass man eine hohe Forderung ins Haus bekommt. Weil das ist Verwendung von Werken anderer und da muss man in Frankreich dann auch für zahlen. Solche Spezialitäten gibt es. Deshalb, wenn ihr eine Webseite betreibt oder wollt im Internet was veröffentlichen, seid vorsichtig. Schauen wir hier nochmal auf diese Seite, wo urheberrecht.de steht. Es gibt also bestimmte Dinge, die ihr beachten müsst. Wenn ihr jetzt Texte oder Bilder anderer zitiert, da müsst ihr auch drauf schauen, wie alt sind die, wie lang sind die Verfasser schon tot.
Wenn die schon tot sind, dann gibt es immer noch Rechte. Bis 70 Jahre können die Erben dieser Autoren, dieser Fotografen noch Geld einfordern für die Nutzung. Wenn das mehr als 70 Jahre seit dem Tod verstrichen sind, dann sind diese Bilder oder diese Texte gemeinfrei. Beispielsweise die Texte von Goethe, die könnt ihr also unbesehen abschreiben. Abgesehen, dann ist es vielleicht ein Plagiat, aber wegen Urheberrecht werdet ihr nicht von den Erben Goethes belangt, weil der ja schon länger als 70 Jahre tot ist. Wenn aber ein Dichter nach dem Krieg etwas geschrieben hat und der ist vielleicht noch nicht 70 Jahre tot, dann müsst ihr da also für die Rechte zahlen oder zumindest fragen, ob ihr das nutzen dürft. Es kann ja auch sein, ihr bekommt die Erlaubnis schriftlich mitgeteilt und dann könnt ihr das natürlich auch nutzen. Aber das sollte man also immer schriftlich machen. 70 Jahre, merkt euch also bitte für die Prüfung. Das wird oft nachgefragt beim Computerführerschein. Bei Datenbankinhalten gibt es das auch. Da hat man 15 Jahre, die man beachten muss. Wenn die Datenbank älter ist als 50 Jahre und nicht mehr gepflegt wurde, dann sind diese Daten also auch gemeinfrei. Was ist da noch zu beachten? Das, was ihr selbst geschrieben habt, nicht abgeschrieben, sondern selbst geschrieben, was ihr selbst geknipst habt von öffentlichen Plätzen oder Wegen oder im eigenen Haus oder eigene Wohnung, das könnt ihr verwenden. Bei den anderen müsst ihr euch schon mit dem deutschen Recht beschäftigen. Das, was ich hier jetzt zum Thema Urheberrecht gesagt habe, ist also viel umfangreicher als normalerweise beim Computerführerschein erforderlich. Aber ich habe ja schon gesagt, ich bin selbst der Betroffene und weiß, dass es teuer sein kann, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Zum Schluss nochmal mein Angebot zum Mitmachen. Ich möchte Menschen unterstützen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen oder Menschen, die anderen helfen wollen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen. Wenn ihr da Interesse habt, schaut euch meine Webseite an, die ist hier genannt. Und dann sind hier auch die Adressen genannt, die ihr nehmen könnt, um mit mir Kontakt aufzunehmen. Dann können wir vielleicht mal eine Videokonferenz über das machen, was unsere mögliche Zusammenarbeit betrifft. So viel für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.